Das ist jetzt die Diagnose. Das heißt, es ist was Chronisches, was Langfristiges. Und was jetzt so die Schritte sind, jetzt sind erstmal so die Schritte, dass ich in die Bewegung langsam reinkomme. Ja, dass ich erstmal so gucke, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was geht nicht. Also so Thema Live-Workouts, was wir da vorher runtergerissen haben, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Da muss ich euch leider noch enttäuschen, das wird jetzt noch nicht wieder direkt gestartet werden, sondern ich finde mich jetzt langsam einfach wieder so rein in Mobility, Stretching. Ja, schau, dass ich da so langsam den Körper einfach in Bewegung halte, dass ich so ein bisschen ein bisschen Ausdauerübung mache. Ich habe mir ja im Anfang des Jahres habe ich mir ja auch so ein schönes Eco-Bike geholt. Das ist so ein Airbike, wo du auf der einen Seite mit den Füßen trittst, steht jetzt gerade da. Vielleicht blende ich dir hier nochmal ein Foto ein, dass ich mit den Händen auch rudere und das alles halt gegen den Luftwiderstand. Vorne ist so ein riesiger Ventilator drin. Kommt aus dem CrossFit, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Sehr, sehr geiles Teil. Konnte ich jetzt 5 Monate nicht bedienen. So, mega gutes Timing halt, ne? Ich hole mir so ein schönes neues Bike, das steht da die ganze Zeit und ich sitze daneben und kann es nicht bedienen. So, hä? Ja, und jetzt bin ich endlich in den Genuss gekommen und es ist einfach geil. Es ist einfach richtig gut gerade, dass das jetzt auch da steht, weil ich sitze halt, ne, so spazieren gehen, das ist alles cool, merke ich dann auch so nach einer Stunde ungefähr, aber laufen gehen wäre halt jetzt gerade gar nicht möglich, weil das halt natürlich immer schön die Stöße hinten auf die Wirbelsäule draufknallt und das ist jetzt gerade halt absolut gar nicht cool. Deswegen Laufen wird wohl erstmal noch ein paar Monate / Jahre pausiert werden müssen. Aber das Bike ist richtig gut, dass ich da halt sitze und ein bisschen trete, ein bisschen mit den Armen. Das ist auch mega geil, um die Ausdauer wieder ein bisschen zurückzubringen, weil so ein halbes Jahr Sportpause, ja, merkst du dann halt auch in der Ausdauer, ne? Also so Treppensteigen, da bin ich dann auch mal außer Atem jetzt. Kenne ich vorher gar nicht, aber ist auch eine neue Erfahrung. So, also das Bike. Dann ein bisschen Mobility, eine kleine Yoga-Session zwischendurch, ein paar Kräftigungsübungen, gerade so für den Core-Bereich, ja, unterer Rücken, Bauch vorne, dann die Hüfte, Beinmuskulatur, dass das alles so stabilisiert wird. Oberkörper natürlich auch, ne, aber jetzt halt nicht mit wirklich viel Gewicht. Also hauptsächlich mache ich jetzt eigentlich Bodyweight-Workouts gerade, dass ich mit dem eigenen Körpergewicht trainiere. Zum Beispiel ja, klassische Liegestütze, Planks, dass du die Core-Stabilität halt diese innere Muskulatur, ne, die Tiefenmuskulatur trainierst und das wieder zurückbringst. Darum geht es jetzt gerade, dass das alles gefestigt wird und wieder Halt gibt, dass mich das trägt und ich halt nicht einfach so alles irgendwie so wabbelig hin und her schiebe. Darum geht es jetzt gerade, ja, so langsam wieder zurückkommen und einfach so die Atmosphäre hier wieder im Gym zu spüren, ist halt das tut schon echt gut. Ich mache das jetzt gerade noch so, dass ich halt absichtlich kein Hardstyle höre oder so Musik, die mich so richtig krass pusht, weil es sonst sehr, sehr schwer ist, da noch ruhig zu bleiben. Aber es ist halt einfach so, das ist auch ein Punkt, Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Es ist ganz, 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 ganz krass, wie sehr sich meine Wertschätzung verändert hat. So, die Dankbarkeit, was mir mein Körper für Bewegung gerade erlaubt, ist so, so krass. Das ist so stark. Und das weiß ich auch so sehr zu schätzen. Immer wenn ich dann hier unten bin und allein so eine Yoga-Session. Ich hatte am Anfang, also ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen, dass ich wieder in die Bewegung reinfinde. So die Wirbelsäule ein bisschen mobilisiere und vorsichtig immer gucke, was geht nicht. Aber bei jeder Session denke ich mir immer so, boah, ist das schön. Ist das schön, den Körper zu spüren, so Blutfluss zu spüren im Körper, die Muskeln zu spüren. Und ich hatte nach der ersten Yoga-Session Muskelkater. Also ein halbes Jahr Sportpause, minus 7 oder 8 Kilo Muskelmasse weg. Und natürlich ist das optisch auch sichtbar, aber vor allem fühle ich das halt auch, ne? Muskelkater nach Yoga hatte ich vorher nie. Und jetzt habe ich mir gedacht, boah, ist das anstrengend. Ey, auch Liegestütz. 10 Liegestütz, ich habe mich am Anfang schwer getan damit. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber 10 mal 10 Liegestütz habe ich sonst als Finisher gemacht, nach dem Workout. So, und jetzt mache ich 10 Liegestütz und schaffe die mit Mühe und Not. Ey, das ist echt, ja, das ist ein bisschen übel. Kratzt dann schon so ein bisschen an der mentalen Fitness.
Aber es ist eine Herausforderung, da jetzt auch wieder reinzufinden und mich da nach und nach zu motivieren, auch dran zu bleiben. Und das ist auch für mich jetzt so eine schöne Aufgabe, da wieder reinzufinden. Und Schwimmen zum Beispiel. Schwimmen zum Beispiel ist jetzt gerade auch mein Sport, mein neuer Sport, weil es halt super gelenkschonend ist. Ich bin im Wasser, habe nahezu gar kein Gewicht, was irgendwie übertragen wird, sondern kann einfach nur den Körper spüren, gucken, wie sich der Körper so im Wasser verhält. Das tut richtig gut. Brustschwimmen ist kacke, geht gar nicht. Aber Kraulschwimmen ist auch eine Herausforderung, aber das geht echt gut. Gerade so den Beinschlag, kann ich schön die Hüfte mobilisieren, oben den Oberkörper, ein bisschen rotieren, ein bisschen Bewegung in die Wirbelsäule bringen, langsam Bewegung in den Körper zurückbringen. Und habe ich das unterschätzt. Ey, das Schwimmen ist echt anstrengend. Also Respekt an alle Schwimmerinnen und Schwimmer da draußen, ihr macht einen geilen Job. Ich habe vorher nie gedacht, dass mir Schwimmen wirklich Spaß machen könnte, weil ich halt immer so klassisch ein paar Züge Kraul gemacht habe, aber dann auch abgekackt bin, weil die Atmung kriege ich halt einfach nicht auf die Reihe. Also so, da gehört halt viel mehr dazu, als ich am Anfang gedacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer so gedacht, Schwimmen, ja okay, ist ein geiler Sport, aber muss jetzt nicht unbedingt sein für mich, ich gehe lieber laufen. So, Laufen ist raus, jetzt geht's Fokus Schwimmen. Und es ist wirklich geil, es macht echt Bock. Die Atmung kommt jetzt nach und nach auch immer mehr rein, aber es ist halt gar nicht so easy. Also ich switch jetzt gerade immer zwischen 4er und 2er Atmung, meistens 2er Atmung und komme auch mit der Technik so langsam rein, dass ich dann auch eine Bahn schwimme, ohne zwischendurch fast zu ersticken und auftauchen zu müssen, sondern ich schwimme jetzt auch eine 50 Meter Bahn durch, komme dann zwar völlig außer Atem am Beckenrand an, atme erstmal eine Minute durch und schwimme dann die nächste Bahn. Also so ein Schwimmfluss, der kommt noch nicht so wirklich zustande, aber es macht Spaß. Es macht halt Spaß, so eine Herausforderung zu haben und dann da auch besser zu werden. Das macht mir persönlich immer total Spaß. Wenn ich so irgendwas Neues ausprobiere, dann habe ich auch den Anreiz, da dann besser zu werden oder das zu können. Das macht einfach total Spaß. Deswegen feiere ich das gerade, schwimmen zu gehen. Gerade irgendwie morgens, schön leeres Schwimmbad. Das macht schon richtig Bock. Und ja, das dann kombiniert hier mit den Workouts, mache ich jetzt gerade natürlich Ganzkörper. Guck da, dass ich einfach ein bisschen wieder reinkomme. Und was auch noch ein Punkt ist, was ich jetzt hier auch auf meiner Liste stehen habe, Thema Motivation. Weil das ist ein Punkt, den ich auch echt unterschätzt habe, muss ich sagen. Weil ich vorher hatte ich nie, also was heißt nie, ich hatte weniger Probleme, mich selbst zu motivieren, weil ich halt meine feste Routine hatte. Ich hatte meine Trainingstage, meine Workouts, habe das gemacht, alles gut. Und natürlich waren mal Tage dabei, wo ich mehr Bock hatte, mal weniger Bock hatte, aber ich habe das halt einfach gemacht, so weil es in meine Routine übergegangen ist und es für mich halt normal war, 6-mal die Woche zu trainieren. So, und jetzt ist es so, dass ich halt nach einem halben Jahr Trainingspause mich schon an eine andere Routine gewöhnt habe. Also die Sportroutine ist jetzt komplett weg, sondern ich habe dann eine Routine gehabt, dass ich dann vielleicht noch lese, Meditation und halt eher ruhiger. Jetzt muss ich mich halt auch wieder erstmal so in die Sportroutine reingewöhnen und das habe ich echt unterschätzt, weil das gar nicht so easy ist. Und ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich freue mich so krass, wenn ich mich dann wieder bewegen kann. Ja, ist auch so. Ich bin nach jeder Bewegung, nach jeder Schwimmsession, nach jeder Yoga-Session, nach jedem Stabilitätstraining oder wenn ich dann hier unten bin, ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin dankbar und weiß auch so sehr zu schätzen, dass ich meinen Körper jetzt wieder bewegen kann, ohne große Schmerzen, dass ich meine Muskeln wieder spüren kann. Das tut unfassbar gut. Der Muskelkater tut übrigens auch unfassbar gut. Aber es ist halt gar nicht so easy, dass ich mich dann selber so auch jeden Tag, ich trainiere jetzt nicht jeden Tag, aber dass ich mich dann so vor der Session so richtig pumped fühle, dass ich dann so richtig ultimativ Bock habe.
Weil das kenne ich halt vorher so, ne, dass ich dann mich den ganzen Tag auf das Workout freue und so ultimativ Bock habe und dann vorm Workout schon hyped bin, dann mache ich mir die Musik an und dann gebe ich richtig Gas so. Und jetzt ist das gerade eher so, dass ich das halt meistens dann morgens mache, das Training. Und ja, das ist halt anders. Es ist ganz komisch. Ich kann es auch nicht wirklich gut beschreiben, aber vielleicht fühlst du das gerade, weil es ist dann so, dass bevor ich dann irgendwelche Übungen mache, mache ich meistens eine Runde Yoga, bisschen Mobility, um den Körper aufzuwärmen, ein bisschen aufzudehnen, zu mobilisieren. Dann gehe ich auf mein Bike, dann mache ich ein paar Kräftigungsübungen, ein bisschen Stabilitätstraining und so gehe ich dann meinen Zirkel durch. Ja, dass ich immer erst Yoga habe, dann das Bike, da mache ich dann 1 Meile mit einer entspannten Wattzahl. Dann kommt der erste Durchgang für den ganzen Körper, ein paar Übungen, nochmal aufs Bike, 2. Durchgang aufs Bike, 3. Durchgang und dann Ende. Und ja, ich habe das mit der Motivation echt unterschätzt, weil das ist gar nicht so easy. Und ich kann es verstehen, wenn du an eine andere Routine gewöhnt bist und dich dann in eine neue Sportroutine reindenken musst, dass die Motivation dann erstmal komplett gar nicht da ist. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen, weil ich jetzt halt selber so am eigenen Körper gespürt habe, okay, es ist echt nicht easy, wenn du aus einer anderen Routine kommst und die jetzt in den letzten Monaten so oft durcheinandergewürfelt wurde, dich jetzt wieder in eine noch neuere Sportroutine reinzugewöhnen, weil den Plan, den ich vorher gemacht habe, den kann ich ja gar nicht machen. Und da sich aufzuraffen, ist echt nicht leicht. Aber mein Tipp, was ich jetzt immer so, wie ich mich antreibe, das dann trotzdem zu machen, dass ich auf der einen Seite natürlich mir denke, ey, Niklas, du kannst das jetzt machen, ne? Also mach's auch. Du hast dir die letzten Monate so sehr gewünscht, hier unten zu sein und einfach nur Sport zu machen, einfach nur deinen Körper zu bewegen. Und wenn es nur eine Dehnung ist, ist das schon geil. Das habe ich mir so sehr gewünscht und jetzt kann ich das machen. Deswegen mache ich es auch. Und was ich noch gemerkt habe, das einfach zu machen. Ne? Einfach zu machen ist so der ultimative Tipp. Aber das ist, auch wenn du vorher jetzt nicht so Bock hast, dann rolle ich irgendwie die Yogamatte aus, bin so ein bisschen da drin und dann komme ich nach und nach rein. Und dann merke ich wieder, wie gut das tut. Dann spüre ich das wieder, spüre die Bewegung und denke mir dann so, boah, ja, okay, jetzt kriege ich langsam Bock. So, dann nach der Yoga-Session mache ich wieder so einen kleinen Musikgenre-Switch. Dann kommt die American Pie Playlist bei Spotify. Kleine Empfehlung an der Stelle. Mach die an, dann kommt schon mal so gute Laune Musik, ne? Setz mich dann aufs Bike, dann kommt der Puls ein bisschen hoch und dann nach und nach, so erste Runde, ein bisschen entspannt in die Bewegung reinkommen. Nach und nach kommt dann so die Energie, dann kommt die Motivation und dann kriege ich irgendwann richtig Bock. Dann bekomme ich Bock, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Bock bekomme, dass ich dann zu intensiv trainiere. Aber so nach und nach komme ich dann rein und dann kommt die Energie auch. Und das ist auch mein Tipp an dich, wenn du Probleme hast, dich zu motivieren, dann such dir irgendwas, wo du Spaß dran hast, wo du jetzt gar nicht so das Gefühl hast, boah, irgendwie, gar keinen Bock. Ne? Sei es jetzt irgendwie Musik oder auch eine neue Bewegung, wie jetzt das Schwimmen zum Beispiel. Ja, ich gehe auch jetzt nicht irgendwie mit der Intention da rein, so, okay, Montag ist das Training, Mittwoch ist das Training, Freitag ist das Training, sondern wenn ich dann in meine Sessions hier in die Anführungszeichen Workouts reingehe, dann nehme ich mir jetzt auch gar nicht vor, okay, nach Yoga muss ich jetzt aber noch das Krafttraining machen, sondern ich gehe da mit der Intention rein, ich mache jetzt erstmal Yoga und danach schaue ich, was mein Körper mir noch erlaubt. Ne? Danach schaue ich, worauf habe ich jetzt noch Bock? So, was erlaubt mir mein Körper überhaupt? Und wenn ich mich auch zu Yoga gar nicht aufraffen kann, dann sage ich mir an dem Tag, weißt du was, jetzt gehst du einfach schwimmen. So, dann ziehe ich meine Badesachen an und dann gehe ich einfach schwimmen und mache was anderes, wo ich jetzt gerade mehr Bock drauf habe. Also, dass das alles so ein bisschen aufgelockerter ist. Dass ich gar nicht mehr so diesen Krampf habe, okay, jetzt muss ich Montag das, Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das und bam, 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 durchziehen, ballern, scheppern. Sondern es ist alles ein bisschen entspannter und ich gucke halt sehr, sehr stark auf das, was mir mein Körper gerade erlaubt. Spüre bei jeder Bewegung, okay, ist das jetzt gerade cool, ist das nicht so cool, was geht nicht. Und bei der Aktivität an sich
komme ich dann halt in diesen Motivationsschub, in diesen Flow-Zustand rein, dass ich dann wieder Freude empfinde, dass ich dann beim Workout hier einfach in den Spiegel gucke und mir denke, boah, ist das gerade geil. Boah, ist das schön, mich einfach zu bewegen. Ist das herrlich. Ich habe es mir so sehr gewünscht, jetzt ist es da, jetzt kann ich mich hier einfach bewegen. Ist das geil. So, und das gibt mir dann wieder so einen Energieschub und diese Herausforderung zu meistern, das macht einfach Spaß. Das ist das, was ich dir dazu mitgeben möchte. Und ich hatte vor ein paar Tagen, oder ich habe jetzt auch, ich nehme die Folge jetzt gerade am Freitag auf, heute habe ich ein Video dazu hochgeladen, weil ich in den letzten Tagen auch noch einen Reminder bekommen habe von meiner Meditations-App. Ich nutze Waking Up von Sam Harris. Da bekommst du zwischendurch immer so Reminder geschickt, so Take a Moment Reminder. Und da war ein Reminder, dass du die Etappenziele wieder lernst wahrzunehmen. Dass du an einem bestimmten Punkt in deinem Leben hast du dir genau das gewünscht, was du jetzt hast oder was du jetzt tust. Und dass du das wieder wahrnimmst, dass du das spürst. Weil vielleicht, das Beispiel jetzt gerade, vor einem halben Jahr hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich mich bewegen kann. Und jetzt kann ich's. Vor 2-3 Jahren hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich Menschen 1:1 in einem Coaching unterstützen kann. Wobei vor 3 Jahren habe ich mir einfach nur gewünscht, dass ich die Energie, die ich in mir trage, mit anderen teilen kann. Wusste noch gar nicht, wie ich das machen kann. So, und dann ist irgendwie die Idee von dem Coaching entstanden. Und jetzt lebe ich diese Realität. Jetzt kann ich das, was ich in mir trage, die Liebe, die Energie, diese Freude, das Glück nach außen tragen und kann das mit anderen teilen. Kann den Menschen dabei helfen, genau diese Energie auch in sich zu erschaffen und das nach außen zu teilen. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Und meistens nimmst du das gar nicht so richtig wahr. Mir geht es zumindest auch immer wieder so, dass ich diese ganzen Erfolge nicht immer direkt sehe, wenn sie dann passieren, sondern dass das einfach irgendwie passiert und wir sind so in unserem Alltag, in so unseren Routinen, Gewohnheiten, Denkmustern drin, dass wir diese Erfolge gar nicht mehr feiern und das auch gar nicht mehr wahrnehmen. Sondern es passiert einfach und wir machen weiter. Und realisieren gar nicht, dass diese ganzen Wünsche und Träume, die wir mal gehabt haben, sich bereits schon erfüllt haben. Sondern es kommt immer das Nächste, das Nächste und das Nächste. Und wenn du da mal wieder kurz innehältst und da auch in die Reflexion vielleicht gehst, durch ein Journal vielleicht oder eine Meditation, eine Visualisierung, dann realisierst du, wie schön das ist, dass du diese ganzen kleinen Ziele schon erreicht hast. Und dann übst du dich in Dankbarkeit dafür, in Wertschätzung, bist stolz auf dich, dass du das schon erreicht hast. Wie geil das ist. Feierst deine Erfolge, deine Etappenziele, dass du die bereits erreicht hast. Und dann gibt dir das wieder neue Energie. Dann gibt dir das wieder so einen Energieschub, so einen Motivationsschub, da weiter durchzuziehen, da Gas zu geben und dann einfach dich zu feiern für den Menschen, der du bist. Yes, das ist richtig, richtig schön. Also Impuls an dich, feier dich und nimm mal wahr, was du dir vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren gewünscht hast, was jetzt bereits deine Realität ist. Und dann sei stolz darauf. Es lohnt sich. Was habe ich noch gelernt? Was habe ich so in den letzten Monaten gelernt? Ich schaue mal kurz auf meine Notizen.